Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für mein Video interessieren. Am 21. Juli 2008 habe ich bei einem großen Discounter ein USB-Mikroskop für knapp 30 € gekauft. Die originale Quittung dazu habe ich mir aufgehoben. Mir hat das Design und die Verarbeitung des Traveler USB-Mikroskops gut gefallen und für einige Zeit habe ich es bei meinen Experimenten zur Kristallbildung benutzt. Da kann ich schon mal gleich einen Vorteil dieses USB-Mikroskops nennen. Und zwar kann man hier mit Durchlicht und Auflicht oder auch beiden arbeiten. Das ist mit dem Mikroskop, das ich später vorstelle, nicht möglich. Die Vergrößerungen sind vorgegeben, und zwar mit 10-fach, 60-fach und 200-fach. Betrachtet werden die Bilder oder Filme am Computer. Es wurden verschiedene Programme dazu auf einer CD mitgeliefert. Als gute Alternative hat sich dabei das Standardprogramm AMCAP bewährt, das ich bei der nächsten Mikroskopbeschreibung etwas genauer vorstelle. Die Auflösung der Bilder beträgt 46 x 480 Pixel. Nun ist das Gerät aus dem Jahre 2008 und in der Zwischenzeit hat sich das Microsoft-Betriebssystem schon ein paar Mal erneuert. Leider funktioniert das Mikroskop nicht mehr unter Windows 10, auch wenn es im Internet dazu Infos, Hinweise und Behauptungen gibt, wie man das Gerät zum Laufen bekommt. Mir ist es aber nicht gelungen. Ich habe mich dann mal etwas genauer umgeschaut. Und bei Banggood ein ansprechendes Produkt gefunden. Ich habe mir das Danio USB-Mikroskop gekauft. Die Pixelgröße bei der Bildaufnahme sollte 1600 x 1200 Pixel sein. Videos werden mit 640 x 480 Pixel aufgenommen. Und die Vergrößerung ist variabel von 50-fach bis 500-fach. Und beleuchtet wird mit 8 LEDs. Und damit haben wir auch schon das erste Problem. Bei der Beleuchtung kann man nur mit Auflicht arbeiten. Ein Durchlicht, wie bei dem schon vorgestellten Traveler-Mikroskop, fehlt, was natürlich die Benutzung und Objektauswahl erst einmal einschränkt. Der zweite größere Mangel ist die völlig unbrauchbare Halterung des Mikroskops. Sie hat keinen festen Stand und es ist fast unmöglich, das Mikroskop scharf zu stellen. Und dafür habe ich eine Lösung. Bei Thingiverse habe ich mir eine Mikroskophalterung ausgesucht und auf meinem ANET A8 ausgedruckt. Den Link dazu oder die Information zum Druck gibt es in der Videobeschreibung unten oder auf meiner Blogseite. Aus diesen Bauteilen wird nun die Halterung zusammengebaut.
Und hier wird das Mikroskop eingesetzt und die Montierung ist fertig. Nun zeige ich Ihnen hier einige kleine Beispiele mit dem Mikroskop und der Montierung. Die Drehknöpfe laufen noch nicht so rund, wie es sein sollte, aber das kann man noch feiner einstellen. Geld. Als erstes zeige ich ein gebrauchtes 1-Cent-Stück in einer Bildauflösung von 640 x 480 Pixel. Auch die Aufnahme wird mit 640 x 480 Pixel gemacht. Dann wird einmal an der andere Auflösung eingestellt 1600 x 1200. Noch einmal Geld. Nun ein 5 € Geldschein in einer höheren Vergrößerung. Auch hier 2 Aufnahmen in unterschiedlicher Auflösung. Der Elektroniker hat sicher auch Verwendung für das Mikroskop, um etwa Bezeichnungen besser lesen zu können und bei entsprechendem Umbau das Gerät auch als Sehhilfe beim Einlöten kleiner Bauteile zu benutzen. Und in meinem Keller gibt es allerlei kleine Tierchen. So hier mal ein Beispiel einer Kellerassel, bei der ich dann noch einige Spezialeffekte
und den digitalen Zoom zeigen kann. So, das war nun unser kleiner Ausflug in die Welt des Kleinen. Weitere Auskünfte zum 3D-Druck und Bau der Montierung gibt es auf meinem Blog. Der Link dazu ist wie immer unten in der Videobeschreibung aufgeführt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und sage Salü aus dem Saarland.